Sagen Sie mir, wer sind Sie? Können Sie es nicht selbst erkennen? Dann nehmen Sie den Schleier ab. Erst gebe ich Ihnen ein Rätsel auf, das Sie erraten müssen. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten, ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball. Aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr. Natürlich das Aschenbrödel. Wer denn sonst? Und jeden Augenblick kann Majestät hier erscheinen. Schon geht's wieder los. Aus aller Welt strömen die Besucher in unser Märchenhaus. Auch euch herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche euch viel Vergnügen in unserer Ausstellung und natürlich jedes Jahr zu Weihnachten viel Spaß mit 3 Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen oder in unserem Schlosskino. Kurz vor Dresden, in Moritzburg, steht das Schloss Moritzburg. Der Ort Eisenberg, Moritzburg, wurde 1934 in Moritzburg umbenannt und damit endgültig nach dem Schloss benannt. Herzog Moritz ließ sich 1542 hier ein Jagddomizil bauen. August der Starke baute es 1723 unter Leitung Matthäus Poppelmann zu einem prachtvollen Barockschloss mit einer weitläufigen Parkanlage um. 1973 wurde hier neben dem Wasserschloss Swiehow und dem Böhmerwald und den Filmstudios Barrandov in Prag und in Potsdam-Babelsberg der Film 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht. Zu dem Film gibt es hier jedes Jahr über Weihnachten, wie übrigens auch im Wasserschloss Swiehow, eine Ausstellung zu dem Film. Es werden hier verschiedene Requisiten und Kleidungsstücke gezeigt. Man erfährt einiges über den Dreh und auch ein paar Anekdoten. Die Premiere von 3 Haselnüsse für Aschenbrödel war in der CSSR am 16. November 1973, in der DDR am 8. März 1974 und in Westdeutschland am 19. Dezember 1974. Der Film 3 Haselnüsse für Aschenbrödel hat sich mittlerweile zu einem Kultfilm entwickelt, der jedes Jahr um die Weihnachtszeit zumindest in Tschechien, der Slowakei, Deutschland, Norwegen, Österreich und der Schweiz auf vielen Kanälen gezeigt wird. Für dieses Jahr fand ich jetzt zum Zeitpunkt meiner Recherche wieder 17 Termine, allein im deutschen Fernsehen. Die Handlung des Films beruht auf einer freien Interpretation der Geschichte der tschechischen Schriftstellerin Božena Němčková und der Brüder Grimm.
Darüber hinaus enthält der Film Szenen aus weiteren bekannten Grimmschen Märchen, wie beispielsweise Frau Holle, der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Das Drehbuch schrieb František Pavlíček, dieser tauchte aber offiziell gar nicht als Autor auf. Durch František Pavlíček, sein Engagement im Prager Frühling, bekam er damals Berufsverbot. Er übergab das Drehbuch der Dramaturgin Bohumila Zelenkowa. Diese trat offiziell als Autor auf, ließ sich das Honorar auszahlen und übergab es František. Gespielt wurde Aschenbrödel von der damals 19-jährigen Libuse Safrankowa. Bei den Reitszenen wurde für alle Schauspieler ein kleiner Schnellkurs im Reiten durchgeführt. Bei vielen Szenen wurden sie aber gedoubelt. Libuse konnte schon reiten, für sie gab es nur ein Double, für die Szene, auf der sie die Rampe zum Schloss hochreitet. Da hier auf dem Pflaster das Pferd hätte ausrutschen können und einen Ausfall wegen einem gebrochenen Bein von Libuse wollte man nicht riskieren. Und das Zweite, wo sie gedoubelt wurde, war eine Szene im Wald, als das Pferd über einen Baumstamm springen musste. Damit das Pferd in einer Szene bejahend nickt oder in einer anderen Szene Aschenputtel aufmerksam ansieht, Was meinst du, Nikolaus? wurde ihm hier eine Möhre hingehalten. Von jemandem, der unter dem Pferd hockte, damit er nicht im Bild auftaucht. Einer der Doubles war der spätere Politiker Ulrich Junghans. Er war unter anderem von 2002 bis 2009 Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg. Heute ist er Unternehmensberater. Hallo, die machen mich erzählen. Aber dann los hier. Aber nicht schubsen vom Kassenhäuschen. Kommt doch jeder Ja. Aber schön, dass Sie sich auch für Ihre Märchen interessieren. Wiedererkennt. Schöner Film, nicht? Jo. Gucken wir immer wieder gerne an. Der Schuh, den Aschenbrödel damals auf der Flucht vom Wald um Mitternacht verloren. Doch, meine Güte, hatten die damals schwere Schuhe. Ich will euch nun davon erzählen, was sich hier bei den Dreharbeiten im Januar 1973 in und um Moritzburg ereignete. Viele, die damals dabei waren, haben für uns in den Schatzkästlein ihrer Erinnerung gegraben. Selbst der König des Märchenlands wird dabei sein, der unvergleichliche Kurolfong. Aber zunächst kommt sein Sohn zu Wort, und zwar sofort. Es reimt sich und genial. Der Blitz. Pavel traf mich hin. Ein halbes Jahr später in Kuba gedreht. Und mit einmal komme ich dann ein Kino vorbei und da steht dran, dass der Film läuft. In Kuba, in Havanna. Finde ich natürlich rein. Vorlagkinder. Also wie die gejohlt haben, als sie den Schnee gesehen, die haben noch nie Schnee gesehen. Wie die mit ihr gekreischt haben, es war eigentlich eine richtige Freude. Majestät, Oldenburg. Oh. Wie ist es bei dem Film zu der Besetzung von König und Königin gekommen? Okay. Ja. Die Besetzung ist
an der Leber-Geschichte. Der Produktionsleiter Herr rief mich und fragte mich, ob ich den König spielen wollte. Ich sagte, ja, dann hat er gesagt, kannst du dir auch gleich noch eine Königin wählen. Da habe ich mir die geangelt. Das ist ihm verdient. Während der Böhmerwald komplett verschneit war, fiel hier in Moritzburg gar kein Schnee. Deshalb wurde hier auf Kunstschnee zurückgegriffen, der aus Fischmehl hergestellt wurde. Deshalb roch es zeitweise sehr schlecht beim Dreh. Der tschechische Kunstschnee war aus Plaste. Dieser ließ sich aber sehr schlecht wieder entfernen. Der See war zwar gefroren, sah aber mit vielen schwarzen Stellen ziemlich unansehnlich aus. Als über das Wochenende, wie jedes Jahr, viele zum Schlittschuhlaufen dort waren, sah es durch das danach aufgeraute Eis wieder besser aus. Carola Braunbock, die die Stiefmutter spielte, sprach als Vertriebene von Ustina Labem zwar fließend Tschechisch, ließ sich das aber nie anmerken und bekam dadurch alle Gespräche der tschechischen Schauspieler und Kameraleute mit. Es wurde erst nach dem Dreh bekannt. Es gab auch hier ein paar kleine nette Spielereien für die Kids. Hier konnte man am Rad drehen und unten kamen Nüsse heraus. Diese konnte man dann in ein paar andere Automaten stecken und damit ein Video oder eine Funktion starten. Und vergiss nicht, die Tanzfiguren zu üben, damit du mir beim Ball keine Schande machst. Und merke dir, dass ich in deinem Alter auf einem Ball drei Paar Schuhe durchgetanzt habe. Andere Ausstellung. Betteln mit solchen Kästen um Spenden. Hier wollten sie nur unsere Nüsse haben. Es gibt eine norwegische Neuverfilmung des Films. Diese kommt meiner Meinung nach, wie die meisten Neuverfilmungen, aber nicht an das Original heran. Einen kurzen Ausschnitt davon findet ihr in meinem Video zu dem tschechischen Drehort, dem Wasserschloss Svihov. Das ist der originale Brunnen, der hier im Schloss Moritzburg das Wasser lieferte. Die Buseser Frankowa war verheiratet mit dem Chefarzt der ersten Krankenhausserie, die im deutschen Fernsehen lief. Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Dr. Arnold Glasse bzw. dem Schauspieler Josef Abraham. Nachdem sie leider am 9. Juni 2021 verstarb,
folgte ihr Mann am 16. Mai im letzten Jahr. In diversen Foren zu 3 Haselnüsse für Aschenbrödel wird gefragt, ob der geschossene Fuchs ein echter Fuchs ist. Hier wurden in Wirklichkeit 3 Füchse gefilmt. Die Szene, in dem einer wegläuft, der versucht, sich den Pfeil herauszuziehen, und der tote Fuchs, der dann vom Prinzen stolz präsentiert wird. Der Weglaufende war ein Wildlebender. Der mit dem Pfeil ist bei einem Jäger zu Hause aufgewachsen, ihm wurden die Pfoten gefesselt und der Pfeil steckte dann einfach unter seinem Brustkorb. Natürlich versuchte er dann, ihn zu entfernen. Der tote Fuchs wurde kurz zuvor erlegt und bis zum Dreh in der Tiefkühltruhe aufbewahrt. In der norwegischen Fassung wurde die Szene mit dem Fuchs komplett weggelassen. Die norwegische Fassung wurde übrigens aber nicht synchronisiert. Hier spricht ein Erzähler über den tschechischen Originalton. Während in der deutschen Version nur Instrumentalmusik zu hören ist, singt in der tschechischen Version Karel Gott. Wer jetzt immer noch nicht genug von Aschenputtel hat, sollte mal bei YouTube weitersuchen. Es gibt hier ein paar unzählige Remixe der Musik und auch viele Videos, in denen die Musik auf anderen Instrumenten gespielt wird. Es gibt auch unzählige Videos, in denen die Story teilweise von Laien nachgespielt wurde. Besonders in Norwegen wird das geliebt. Besonders möchte ich euch meine anderen beiden Videos,
die ich über die Drehorte Schloss Moritzburg und Wasserburg Zwiehof gemacht habe. Klickt einfach hier für eins meiner beiden Videos oder abonniert meinen Kanal. Bis bald. Ciao.